Hallo liebe Freunde, dieses Mal zeige ich euch, wie man ein noch schöneres Schneidebrett aus Stirnholz herstellt. Die Schnittfläche eines Baumes wird Stirnholz genannt. Auf dieser könnt ihr auch die Jahresringe erkennen. Der Baumstamm wird der Länge nach geschnitten und es entstehen verschiedene Bretter. Dadurch erhält man unterschiedliche Teile der Schnittfläche, aus welchen ein neues schönes Muster gebastelt werden kann. Für das Schneidebrett benötigt ihr ein schönes Brett in Rohform, etwas Holzleim und Kamelienöl. Je nachdem, ob ihr mit Elektrowerkzeugen arbeitet oder nicht, benötigt ihr eine Säge, einen Hobel oder Schleifer und einige Zwingen. Wenn ihr die Kanten abrunden wollt, könnt ihr dies mit einem Kantenfräser oder einer Feile machen. Insgesamt gibt es 4 wesentliche Arbeitsschritte. Ein schönes Holzstück besorgen, Streifen schneiden, verleimen und fixieren, sowie schleifen und ölen. Ich habe das Schneidebrett aus einem großen Stück Douglasie gefertigt. Da ich nicht die ganze Länge brauche, schneide ich zuerst ein gutes Stück davon ab. Das abgeschnittene Holzstück säge ich in gleich große Streifen. Diesen Schritt könnt ihr auch mit einer normalen Säge machen. Achtet darauf, dass die Streifen ca. gleich dick sind. Als nächstes ordne ich die Streifen so an, dass die einzelnen Stirnseiten ein schönes Muster ergeben. Die Streifen werden anschließend miteinander verleimt und mit den Zwingen fixiert. Dabei müsst ihr immer das Muster im Auge haben, da jeder Leimvorgang das Werkstück etwas verrutscht. Damit das Schneidebrett eine gerade Oberfläche hat, kommt nun der Hobel und der Schleifer an die Reihe. Die groben Unebenheiten entfernt der Hobel. Dabei kann es aber vorkommen, dass sich Teile der Streifen ablösen. Wenn die Oberfläche gerade ist, schneide ich die Kanten zu, um eine schöne rechteckige Form zu erhalten. Wenn ihr eine Feile oder einen Kantenfräser habt, könnt ihr damit alle Kanten abrunden. Dann wirkt das Brett nicht so klobig. Mit dem Schleifer werden die letzten Unebenheiten und Leimreste entfernt. Das könnt ihr auch händisch mit einem groben Schleifpapier machen.
Nach dem Schleifen wird der Schleifstaub entfernt und das Schneidebrett mit einem Kamelienöl eingelassen. Damit erhält das Schneidebrett eine sehr schöne Oberfläche. Und hier seht ihr das Ergebnis. Mit dem Stirnholz und dem schönen Muster sieht das Schneidebrett einfach viel besser aus. Lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut!